Moinsen Leute, willkommen hier zu The Walking Dead Survivors und wir nehmen uns heute mal einen Max vor. Er kommt aus dem Server 20.078 und er rasiert die Duelle komplett. Er ist ein richtig starker Spieler, der Server ist nicht der älteste, sondern etwas jüngerer. Und wir schauen mal in diesem Video, wen er so alles besiegt in den Duellen. Hier sehen wir im Hintergrund, er hat Fisch besiegt. Ja, Fisch kennen wir alle, der schlafende Fisch vom Server 20.009. Und ja, Duelle. Duelle ist ein bisschen eigen, das heißt, man kann die Formation so hinstellen, bis man natürlich gewinnt. Aber nichtsdestotrotz ist er echt eine Wucht. Ja? Wir können uns das mal angucken. Die Prozentpunkte, die er hat und die ganzen Buffs, die er, ja, zum Beispiel hier, Angriff, die sind echt enorm. Ja? Also ich kann davon nur träumen. Er hat auch Ezekiel und hat auch 1900% Angriff. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, er hat Fisch besiegt und jetzt kämpft er gegen Days Gone. So, wir sehen uns hier mal an, wie er Days Gone in den Duellen besiegt und wir schauen uns auch diesmal wieder den Kampfbericht an. Days Gone, auch ein alter Wegbegleiter von mir. Und ja, wir sehen hier im Hintergrund, Max hat natürlich die ganzen Helden, alles auf Maximum, goldene Ausrüstung, Fahrzeuge, alles was dazu gehört. Ja? Und die Hunde natürlich auch. Wir sehen hier, okay, 1700%, Ezekiel 1901%, das ist echt krass. Wie gesagt, Jungs, 2000%, die warten. Ja, das dauert nicht mehr lange. Max gegen Surprise. So, Surprise, auch vom Server 20.009, von den Clan Muse. Und auch den hat er besiegt. Ja, wie gesagt, die Duelle, ich versuche auch mal die Formation, die Reihenfolge umzuändern, damit man gewinnt. Aber wenn du von vornherein nicht die Stärke da hast, dann kannst du umstellen, was du willst. Das klappt dann nicht. Ja? Er stellt das ganz klug um, so dass er halt die Großen besiegen kann. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das auf dem Schlachtfeld ausleben würde. Ja, wie er denn reagiert, wie er denn gegen die großen Wale antritt. Naja, großen Wale nicht, weil er ist selber ein Wal. So, Max gegen Dragon's Heel. Jetzt wird spannend, Leute. Ja, Dragon's Heel ist bekannt vom Server 20.016. Ein großer Wal, lange dabei. Und mal gucken, ob er dieses Duell für sich entscheiden kann. Ja, natürlich. Ne? Er gewinnt natürlich auch gegen Dragon's Heel. Und das schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Okay. Ja, das sieht bombastisch aus. Krass. Also, wie gesagt, Max, wenn du das siehst, die einzige Hürde, die du noch hast hier im Spiel, ist Voldemort. Ja? Ich bin mal gespannt, wen du hier noch so angreifst. So, wir gucken uns mal hier die Buffs an. Elite und Ezekiel 1900%, 1800%. Das ist Wahnsinn. Ja, ja, okay. Max gegen Tony Stark. Tony, mein Guter, ja. Auch du wurdest von ihm in den Duellen mit aufgenommen und auch, glaube ich, besiegt. Wir schauen uns das mal an. Ja, okay, alles klar. Das heißt, Max, er rasiert die Duelle. Ja? Er ist, glaube ich, weiß gar nicht, welchen Platz er ist, können wir näher nochmal schauen. Aber auch meinen guten Tony Stark hier hat er weggehauen. Krass. Max gegen Viho. Okay, Viho kenne ich persönlich jetzt nicht. Ich kenne, das sind komplett neue Gesichter für mich. Ja? Ich kenne nur die gestandenen Wale, ne, die man immer kennt und immer liest und immer sieht. Aber Viho kenne ich jetzt gar nicht. Aber er scheint auch ein recht starker Spieler zu sein. Den hat er natürlich auch besiegt. Ja, genau. Oh Gott. Ich möchte wenigstens einen Hund haben. Ja? Ein Hund mit 15 Skills, alles voll der goldenen Fähigkeiten. Dann wäre ich schon ein bisschen happier, ne? Glücklicher. Aber man kann ja nicht alles haben. Okay, wir schauen mal gleich, gegen wen er noch kämpft. Aber die Buffs, das sieht echt gut aus. Ne? Obwohl Viho ein Ticken besser war, hat er ihn trotzdem besiegt. Max gegen Neza. Oh, das wird spannend. Leute, ja, Neza, ja, weiß ich nicht. Mal spielt er nicht. Wir wissen es nicht, was mit ihm los ist, aber er ist auf jeden Fall noch aktiv. Und ja, Max stellt seine Informationen um und hat natürlich, natürlich nicht, aber er hat gegen Neza verloren. Ja? Das heißt, er guckt sich jetzt ganz genau an, okay, wo habe ich verloren? Welche Formation kann ich nach oben schieben, in die Mitte schieben? Ja? Er ändert die Reihenfolge, um damit dann nochmal gegen Neza anzutreten und dann eventuell zu gewinnen. Ja, das können wir uns ja gleich mal angucken, ob er das auch so macht. So, das ist die Niederlage. Er geht nochmal rauf, genau, stellt die Formation um. Und dann schauen wir mal, ob er gegen Neza gewinnen kann. Ja, wie gesagt, es sind nur Duelle.
aber man kann sich dort bei den Duellen mit den anderen großen Spielern richtig gut messen und sieht natürlich auch deren Stärken und Schwächen. Ne? Okay, gut, dann mach mal hier deine Reihenfolge fertig und dann gucken wir uns das mal an. Ja, jetzt hat er gewonnen. Ja? Das heißt, IMAX weiß ganz genau, wo der Hase hier läuft bei den Duellen. Ja, er ist der Duell-King. Okay, gut, ich denke mal, also Voldemort ist auf Platz 1, der braucht die Duelle gar nicht spielen, wenn der angegriffen wird, der sammelt automatisch Punkte. Ne? Okay, mal gucken, gegen wen er als nächstes antritt. Hier sehen wir nochmal die Kampfberichte. Nesa, wie gesagt, schön groß auch an dich. Okay, sieht alles sehr gut aus. Ezekiel, beide bei 1900%. Also Nesa jetzt gerade, ne? Und IMAX vorher. So, IMAX gegen Alex. Fragezeichen. Ja? Ich glaube, das ist dieser Spieler, der sich damals Alex genannt hatte. Wir schauen mal, ob er ihn besiegen kann. Auch hier stellt er wieder die Formation um. Okay. Mit Ezekiel an vorderster Front und dem SWAT-Fahrzeug. Okay, mal gucken. Oh. Hat er auch geschafft. Ja? Also, IMAX, krass. Ja? Na gut, jetzt könnte man sagen, ja, der stellt seine Formation um und passt dem an, weil jetzt Alex könnte ihn jetzt auch besiegen. Natürlich ist es. Es ist ja auch nicht Sinn und Zweck, jetzt hier ihn hochzupreisen, sondern zu sagen, dass es noch andere Wale gibt, außer die bekannten Wale, ja? Die selbst ich noch nicht mal auf dem Schirm hatte. Und das ist echt interessant, weil die IMAX zum Beispiel ist nicht auf einem neuen Server, ja? Oder ist nicht auf dem alten Server. Er ist von einem neueren Server und hat halt so viel aufgeholt, dass er sich jetzt mit den Großen messen kann. So, IMAX gegen Voldemort. Freunde, wir schauen uns das mal an. Okay, Voldemort. So, wie sieht es denn hier aus? Komm, greif mal an. Ja, er hat verloren. Okay. Das Ding bei Voldemort ist ausgereizt. Ja? Ich glaube, er ist auch der einzige Spieler, der seine Warcards alle komplett auf Maximum hat, mit der Ausrüstung. Habe ich so bei keinem anderen Spieler, zumindest in den Ranglisten, gesehen. Und wir sehen auch hier, dass IMAX ein paar Buffs hat, die besser sind als die von Voldemort. Ja? Hält sich so die Waage. Aber wie gesagt, wenn du gleich stark bist, also wenn du jetzt gegen einen anderen Wal antrittst, die sind beide gleich stark. Rathaus-Skins, Warcards, ja, das sind immer so kleine Prozentpunkte, aber die machen den Unterschied nachher. Ja? Und deswegen die Rekruten-Skins, die es zu kaufen gibt, für kleine Spieler bringt nichts. Ja? Das ist eher was für die großen Spieler, wenn die noch ein paar Prozente benötigen, um einen anderen zu besiegen. Die holen sich dann natürlich auch diese Rekruten-Skins, um natürlich die paar Prozentpunkte zu erhaschen oder zu bekommen. Und dann versuchen sie es halt nochmal gegeneinander anzutreten. Hier schafft er es halt nicht, Voldemort zu besiegen. Aber natürlich kann er auch einige Siege einfahren. Ne? Zwar nicht den kompletten Sieg, aber ihr seht, seine Formation mit Jesus hat gewonnen. Und ja, das ist krass. Ne? Also IMAX, richtig starker Spieler. Grüße gehen raus an deinem Server, deine Region, an deinen Clan. Und ja, mal gucken, wen wir denn noch so treffen an Wahlen. Ja, ich bin gespannt, was so die Zukunft bringt und was die Season 11 bringt. Vielleicht kämpfe ich ja mal gegen ihn. Ne? Oder Voldemort gegen IMAX. Das wäre doch auch mal ein Duell. Ne? Okay, wir warten es ab. Ihr seht im Hintergrund noch, er stellt zwar die Formation noch um, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Nee. Also Voldemort ist einfach wie eine Wand. Ja, der steht da und er fällt einfach nicht um. Also Voldi, hast du gut gemacht. IMAX auch super. Schönen Gruß, wie gesagt, Grüße gehen raus an dich. Und ich würde mal sagen, das war's. Guckt, er ist auf Platz 4 bei den ultimativen Duellen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, Like oder ein Abo da. Ihr kennt das Ganze. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Sultai. Ciao.